Hallo ihr Homos und willkommen aus dem schönsten Sitzplatz von ganz Osttirol. Mal abwechslungsweise nicht aus dem schönsten Keller, sondern wie ihr seht, aus dem schönsten Sitzplatz. Weil im Keller hätte ich einfach gar keinen Platz gehabt für das ganze Glump. Was machen wir heute? Heute stelle ich ein mobiles Rack zusammen für eine kleine PA-Anlage und das will ich euch gerne zeigen. Was ich jetzt hier alles auf dem Tisch rumliegen habe, das zeige ich euch nachher noch im Detail. Jetzt würde ich sagen, bauen wir das mal alles zusammen und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Viel Vergnügen! Ja, und somit sind wir wieder im Studio, im schönsten Keller von ganz Osttirol. Und jetzt will ich euch mal ein bisschen detaillierter zeigen, was hier alles verbaut ist in meinem mobilen Rack. Ich rede ja immer von einem mobilen Rack und beim Rack an sich stimmt das auch, weil es hat schließlich Räder, also ist es mobil. Allerdings, wenn man das Ding irgendwo hinschleppen muss und es tragen muss, dann hat das mittlerweile schon ein recht schönes Gewicht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man auch die Boxen, wo jeweils eine Box knapp 20 Kilo hat, irgendwo hinschleppen muss, dann kriegt der Ausdruck mobil so ein bisschen, wird der Ausdruck ein bisschen relativiert. Aber gut, genug geschwafelt, machen wir das Ding auf. So. Ich würde sagen, wir machen das in guter alter Mortal Kombat Manier. Das heißt, wir gehen von unten nach oben. Fight! Zunderst ist mal die Stromverteilung. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine hundsgewöhnliche Steckdosenleiste. Einfach in einem 19 Zoll Rackhus verbaut. Es ist der T-Rex. Es ist eine Steckdosenleiste mit hinten 6 Anschlüssen. Das passt perfekt für meine Geräte. Also das ist einmal der Verstärker, haben wir einmal den PC, einmal den CD-Player, einmal den dB-Meter, einmal der Mixer, sind 5 und dann kommt dann irgendwann noch der Bildschirm dazu. Also habe ich genau 6 Stück.
Und was schön und praktisch an dieser Steckdosenleiste ist, sie hat vorne ebenfalls Nummer 2 Anschlüsse. Ja, und dann eins weiter oben ist der Verstärker, das Herzstück eigentlich von dem ganzen Kasten hier. Es ist der T-Amp E800. Der ist jetzt momentan auf Stereo geschaltet. Das heißt, er hat bei 8 Ohm Boxen jeweils 2x350 Watt RMS Leistung. Und das passt perfekt zu diesen Boxen, weil die haben eine Leistungsaufnahme von 300 Watt. Der Peak ist bei 1200 Watt. Also muss man sich hier keine Sorgen machen, dass da irgendetwas durchbrutzelt oder kaputt gehen könnte. Dann oberhalb vom Verstärker ist der Computer. Weil das Rack habe ich eigentlich so gedacht, das kann man sehr gut einsetzen bei Partys oder Festen. Ob sie jetzt kleinere oder größere sind, spielt keine Rolle. Dann kann man die ganze Musik und alles kann man auf dem PC speichern und man muss nicht zusätzlich nur einen Laptop oder ein Handy oder ein Tablet anschliessen, sondern hat alles aus einer Hand. Der ist momentan aber nur leer, den muss man noch zusammenbauen. Es ist nur mal das Gehäuse drin. Vielleicht mache ich auch dazu ein eigenes Video, wir werden es sehen. Dann nach dem PC haben wir hier einen CD-Player. Ja, es ist ein Nunmark MP103 USB. Ja, es ist halt ein CD-Player, der alles kann. Er kann MP3 abspielen, kann CDs abspielen, hat eine schöne Anzeige, er kann den Pitch höher drehen und so weiter. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video drüber. Aber er spielt CDs ab. Und dann kommt natürlich das Beste. Da ist ein Haken. Da kann man dann einfach den Kopfhörer aufhängen. Also man ist hier am Vorlosen und am DJ spielen und am Machen. Und dann muss man vielleicht noch ein Bier trinken und dann muss man natürlich weg. Also kann man den Kopfhörer hier an den Haken hängen und das liegt nicht rum. Wunderbar. So ein Haken ist etwas Tolles. Und dann kommt das beste Stück am ganzen Rack. Schon wieder. Und zwar ist es ein dB-Meter, der eigentlich keinen praktischen Nutzen hat. Aber er hat LSD-Lampen drin. Und das ist wunderbar. Man kann die justieren, so wie man es gerade will, damit es halt ein bisschen schön aussieht. Aber einen praktischen Wert hat der dB-Meter nicht, weil er zeigt es nicht wirklich an, wie es ist, sondern einfach so, wie man es einstellt. Aber wie gesagt, wenn Musik läuft und es leuchtet ein bisschen im Rack, dann sieht es einfach schön aus. Und zu guter Letzt haben wir hier oben dann den Mixer, einen Rack-Mixer. Es ist ein iMix 5.3. Den habe ich auch hier im Studio im Einsatz und von dem habe ich schon ein detailliertes Video gemacht. Darum werde ich hier jetzt auch nicht mehr, nichts mehr darüber sagen. Weil ihr könnt das Video anschauen, dann wissen wir, was der alles kann und was er macht. Es ist ein tolles Ding. Was ich aber gemerkt habe bei diesem Mixer ist, wenn es jetzt Live-Party ist oder ein Live-Auftritt, dann geht der Mixer gar nicht, weil er hat einfach zu wenig Anschlüsse für XLR-Mikrofon und so weiter. Und das erste Mal, als ich jetzt den Kasten im Einsatz hatte, war es auch bei einem kleinen Konzert. Und dort habe ich dann meinen Alto Professional Mixer angeschlossen. Das ist einfach viel besser gegangen. Wie gesagt, der ist eigentlich wirklich dafür gedacht, wenn man eine Party feiert, ein Fest unterhalten will mit Musik ab Computer oder ab dem Laptop und so weiter, dann geht das Ding super. Für Live-Auftritt muss man halt einen anderen Mixer anschliessen. Ja, das war ein kleiner Überblick. Falls ihr Fragen habt zu irgendeinem Ding, mache ich da auch gerne ein eigenes Video dazu. Jetzt sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen. Leck du mir, was sind das jetzt gewesen? 5 Minuten Schnorren ohne Punkt und Komma. Langsam brauche ich ein Bier, das gibt's ja nicht.